Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur September-Ausgabe vom Schweizer Zeitmagazin. Das ist von der Zeitung produziert, die Sachen bringt, die andere weniger bringen und Stellungnahmen einnimmt, die anderen aus dem Weg gehen. Vor bald 10 Jahren hat der Konkurs vom Bankhaus Lehman Brothers in New York die Finanzkrise, die weltweite Finanzkrise eingeläutet. Innerhalb Stunden ist es ein Tumult von nie dagewesenem Ausmaß durch die Wirtschaft durchgezittert. Bis vor wenigen Monaten hat die Finanzkrise die Welt eigentlich richtig im Würgegriff gehabt. Die Wirtschaft hat stagniert, besonders in Europa. Die Währungskrise haben wir erlebt, die Eurokrise haben wir erlebt. Die Staaten haben sich maßlos überschuldet, insbesondere die westlichen Industriestaaten. Jetzt, seit ein paar Monaten, tun die Verantwortlichen aus den betroffenen Staaten so, als wäre alles bewältigt, als gänge es jetzt aufwärts, es boomt, alles scheint in Butter zu sein. Wir sind heute zu Gast beim Herrn Felix Zulauf. Er ist ein Wirtschafts- und Währungsspezialist. Wir machen die Sendung in seiner Firma, der Zulauf Asset Management in Bar. Ich freue mich, dass wir da sein können und mit Ihnen darüber ein Gespräch führen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie die Weltpolitik und die Weltwirtschaft sehr eigenständig beurteilen. Sie machen Prognosen, die so mit dem Mainstream ein bisschen in Widerspruch stehen. Also meine erste ganz allgemeine Frage: Wie beurteilen Sie die Situation der Industrieländer heute? Ist die grosse Krise wirklich bewältigt oder wird sie einfach nur verdrängt? Vielleicht, weil in Frankreich gerade Wahlen sind und in Deutschland jetzt anstehen. Ja, also besten Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf, für ein paar Antworten, die Sie von mir wünschen. Die Finanzkrise ist verschoben worden in die Zukunft. Also sie ist aktuell hier im 0809 aufgefangen worden, primär durch Handlungen der Notenbanken, und ist überdeckt worden mit einer Geldschöpfung, die wir in der Welt in diesem Ausmaß noch gar nicht gesehen haben. Und das hat geholfen, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und in dieser Zeit, die man gewonnen hat, wäre eigentlich die Idee gewesen, dass die Regierungen in ihren Volkswirtschaften verschiedenste Reformen einleiten und strukturelle Verbesserungen und Bereinigungen, die notwendig sind. Leider ist das nicht passiert. Wie hätten die Reformen müssen aussehen, konkret? Also zuerst muss man mal, wenn man in einer Verschuldungskrise ist, jedes Unternehmen, das in eine Verschuldungskrise kommt, muss dann mit den Gläubigern an den Tisch sitzen und dann schaut man, was ist das Unternehmen, wenn wir die Schulden da bestehen. Dann ist es bankrott. Jetzt müssen wir die Schulden auf ein Mass abschrauben, wo das Unternehmen, weil es gute Produkte hat, immer noch überleben kann. Und das hätten wir machen sollen. Wir hätten müssen sagen, diese und jene Schulden sind nicht mehr gut, die muss man abschreiben, vielleicht über ein paar Jahre, aber man muss das abschreiben und die Verschuldung restrukturieren, damit sie wieder auf ein tragbares Niveau sind. Das hat man nicht gemacht, weil die Regierungen einfach zu schwach sind, weil die Politik Angst hat vor dem Schritt, weil da natürlich Gläubiger entsprechend hätten müssen lassen. Und ein Teil von diesen Gläubigern, die hätten müssen lassen, wären wieder Banken gewesen. Also insbesondere im europäischen Raum ist das Problem sehr akut gewesen. Und die sind gar nicht in der Lage gewesen, aufgrund von der dünnen Eigenkapitaldeckung solche Abschreibungen zu leisten. Folglich hat man das einfach verschoben in die Zukunft und die Reformen hat man dann Reformen sein lassen. Und inzwischen hat sich die Konjunktur etwas erholt. Stark ist die Erholung nicht, kann sie auch gar nicht sein, weil die strukturellen Voraussetzungen für die Weltwirtschaft sind einfach völlig anders. Was vielfach nicht verstanden wird, ist, dass die treibenden Faktoren für Wirtschaftswachstum, das ist die Entwicklung der Demografie, also wie sich die Bevölkerung verändert. Und wir haben im OECD-Raum, das sind 35 Nationen,
plus Nationen wie Brasilien, Russland, China, Indien und so weiter, haben wir eine Überalterung und eine Abnahme vom Bevölkerungswachstum, wo eklatant ist. Wir haben also von den 50er Jahren bis Anfangs 90er Jahren im Schnitt eine Zunahme von der Bevölkerung in diesem Raum von etwa 25 bis tiefe 30 Millionen pro Jahr. Das ist die Altersklasse 0 bis 65. Im Jahr 2008 ist das auf 14 Millionen runtergefallen. Im Moment sind wir noch bei gut 1 Million Zunahme. Im Jahr 2018 werden wir bei 0 sein. Und nachher geht es ins Minus. Bis ins Jahr 2035 werden wir eine Schrumpfung haben von etwa 12 Millionen. Und wenn das der treibende Faktor ist für die Weltwirtschaft, dann ist eigentlich die Weltwirtschaft gar nicht mehr in der Lage, echtes Wachstum zu entwickeln. Und die Notenbanken, weil sie es nicht besser wissen und vielleicht nicht besser können, die glauben, dass wenn sie viel Geld ins System pumpen, dass dann Wachstum entsteht. Aber wenn eben die Voraussetzungen, dass gar nicht so ein Wachstum kann entstehen, von der Demografie her, gar nicht da ist, dann ist das gar nicht möglich. Und deshalb sind wir strukturell auf viel tieferen Wachstumsraten. Und das, was wir jetzt haben, mit etwa 2% in den Industrieländern, das ist eigentlich schon ein Boom für die neue Welt, wo wir drin sind. Und von dort her bin ich eigentlich nicht sehr zuversichtlich für die Weltwirtschaft für die nächsten Jahre. Vor allem, weil ich sehe, dass Politik die Probleme, die im Raum stehen, überhaupt nicht anpackt, sondern einfach überdüngt. Also die demografische Frage ist ja schon interessant. Ich meine, man sagt, in Nordafrika stehen etwa 30 oder 35 Millionen parat, die gerne auf Europa kommen und alle Wege suchen, dass sie irgendwie auf Europa kommen. Und da gibt es ja da auch Leute, die sagen, das ist gar kein Problem. Da kommt ja laufend Nachschub, wenn da selber nicht mehr produziert wird. Was hat denn das für eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Wirtschaftssituation? Es ist eigentlich Bevölkerungswachstum plus Produktivitätssteigerung, was das Wirtschaftswachstum gibt. Und Produktivitätssteigerung war in der Vergangenheit so etwa 1,5% pro Jahr in den Industrieländern, wie die Schweiz oder USA oder Deutschland. Und im Moment ist das zwischen 0 und 0,5 und das hat mit viel grösseren Regulierungen zu tun, die wir haben, weil die Unternehmen immer mehr Leute dazu abstellen müssen, um die Regulierungen einzuhalten und um sie zu überprüfen und so weiter. Und das ist nicht mehr produktiv. Jetzt, wenn wir natürlich Leute von einem anderen Kontinent oder von einem anderen Land einholen, die von der Bildung her viel schlechter sind als wir, dann haben wir nicht eine Produktivitätssteigerung, sondern haben wir einen Produktivitätsabfall. Und das wäre für die Volkswirtschaft sicher nicht förderlich. Jetzt haben Sie ja zu Beginn des Jahres 2017 eher eine skeptische Prognose gestellt für die Wirtschaftsentwicklung. Ich meine, die haben Sie ja jetzt, also Ihre Zweifel haben Sie ja jetzt auch im Mittelpunkt gestellt und begründet. Auf der anderen Seite, wenn man so die Wirtschaftsfunktionäre anhört und wenn man hört, was da an der Generalversammlung läuft und so, man redet von Boom, man redet davon, ja, man hat jetzt die schwierigen Zeiten überwunden, die Wirtschaft steht auf Wachstum und auf Erfolg. Haben Sie sich täuschen oder wird da die Öffentlichkeit täuscht mit diesen Aussagen? Also, ich habe Anfangsjahr eigentlich freundliche Prognosen gemacht für das erste Halbjahr und dass dann im Laufe des zweiten Halbjahres Probleme wieder an die Oberfläche kommen. Aber ich täusche mich natürlich von Zeit zu Zeit. Das gehört zu der Tätigkeit von einem, der Prognosen stellt, das ist klar. Wenn wir Konjunkturprognosen machen, dann müssen wir zuerst einmal verstehen, was eigentlich die treibende Kraft der Konjunktur ist. Und jeder Zyklus hat eine eigene treibende Kraft, die im Zentrum steht. Im letzten Zyklus war es der Immobilienmarkt, vor allem in den USA, aber auch in Europa, wo getrieben worden ist und wo sich Investoren verschuldet haben, in einem Ausmaß, wo in der ersten Phase natürlich wachstumtriebend war, aber in einer zweiten Phase die Nachfrage zumal schwach geworden ist und dann eine Überschuldungssituation da war. Und das hat alles ausgelöst. Im laufenden Zyklus ist die treibende Kraft China.
China ist bis 2008 hat China eigentlich praktisch alles richtig gemacht in dem Aufschwung, wo sie haben, in dieser Eingliederung in die Weltwirtschaft und in dem strukturellen Verbessern von der chinesischen Volkswirtschaft. 2008 haben sie bei dem Zusammenbruch vom Finanzsystem so Angst bekommen, dass sie dann Konjunkturprogramm gestartet haben. Und die Konjunkturprogramme, die sind gigantisch gewesen. Also sie haben die Infrastruktur ausbauen, sie haben in verschiedensten Industrien staatsgelenkt Kapazitäten ausbauen und aufbauen. Und das alles haben sie gemacht gegen Kredit. Und inzwischen ist China massiv verschuldet, weil jedes Mal, wenn China wieder in eine Verlangsamung gegangen ist, haben sie aus Angst vor der Verlangsamung haben sie wieder Gas gegeben und haben das nächste Programm gemacht und das nächste Programm und das nächste Programm. Und jetzt stehen wir eigentlich in China da und haben eine gigantische Verschuldung. Also zum Beispiel der Unternehmenssektor ist fast 3-mal so stark verschuldet wie der Unternehmenssektor in den USA. Im Verhältnis vom Bruttosozialprodukt. Das muss man einfach sehen. Und da ist die Frage, ob das nicht die nächste Blase ist. Und wir haben jetzt ein ganz wichtiges Ereignis im Herbst, im nächsten Monat, im Oktober, ist der Nationale Kongress der Kommunistischen Partei. Das ist die Führung vom Land. Und dort wird die neue Parteiführung und die Führung, die Regierung vom Land bestimmt. Das wird der jetzige Präsident sein und seine Getreuen. Und sobald das bestätigt ist, wird er weiter säubern und alle seine politischen Gegner, und da hat es einige, wird er entsprechend beseitigen. Und dann muss er als Thema gehen zum Finanzsystem, wo massiv aufgeblasen ist in China, um das zu restrukturieren. Das hat er übrigens schon als eines der 3 Ziele genannt. Und wenn er das macht, dann wird das automatisch eine Verlangsamung in der Kreditvergabe geben. Und eine Verlangsamung von der Kreditvergabe wird eine Verlangsamung von der Konjunktur zur Folge haben. Ich gehe also davon aus, dass aufgrund von diesen Schritten, die ich erwarte, die jetzt aber noch nicht in Stein gehauen sind, dass wir im Laufe des nächsten Jahres eine deutliche Verlangsamung von der chinesischen Konjunktur sehen, die dann weltweit ausstrahlt. Weil wenn China dann weniger importiert, heisst das, dass der Rest der Welt weniger exportieren kann. Und das ist heute eigentlich der Schlüssel vom ganzen Konjunkturzyklus. Und darum gehe ich davon aus, dass wir dann vielleicht im Jahr 1920 in dieser Region, dass wir dort wieder eine globale Rezession haben in der Weltwirtschaft und dass in dieser Rezession dann an und für sich wieder an die Oberfläche kommt, was alles für Probleme und Mängel sind in der Welt. Oder? Man sagt immer, wenn jemand ohne Badhose schwimmt, dann weiss man das erst, wenn die Flut weggeht und wenn Ebbe ist. Und genau so wird es sein, sobald ein Abschwung kommt, dann werden all die Probleme wieder an die Oberfläche kommen und sie werden grösser sein wie das letzte Mal. Weil das letzte Mal war es primär das Finanz- und das Bankensystem gewesen. Und das Bankensystem hat jetzt in unterschiedlichem Ausmaß, je nach Land, hat die Eigenkapitalbasis etwas gestärkt und hat die Bilanz abgebaut und hat mehr Risiken zum System ausgenommen. Aber gesamthaft hat die Welt heute deutlich mehr Verschuldungsgrad, einen höheren Verschuldungsgrad als im Jahr 2007, bevor wir das letzte Mal getaucht sind. Und das ist ein finanzieller Leverage oder eine Hebelwirkung. Und die Hebelwirkung wird, wenn alles positiv läuft, wirkt sie nach oben. Und wenn es kippt und nach oben läuft, dann wirkt sie nach oben. Und dann würden wieder die Erträge zusammenfallen von den Unternehmungen, dann wird es Bankrott geben, dann wird es Entlassungen geben, all das, was wir schon kennt haben. Und dann kommt das System wieder ins Wanken. Und dann würden die Behörden wieder gefordert werden, um wieder in die Hose zu gehen und in der nächsten Runde mit irgendwelchen intelligenten oder weniger intelligenten Massnahmen das System zu retten. Was Sie jetzt da aus der wirtschaftlichen Situation geschildert haben, spielt sich ja ab auf einem auch politischen Hintergrund, wo ja auch von so und so viel Unwägbarkeiten geprägt ist. Wir haben die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, wo man jetzt zwar sagt, in Syrien könnte man Oberhand gewinnen gegen die IS-Terroristen, die strahlen dafür in die ganze Welt aus. Also da wird eine grosse Unsicherheit auf die Welt zukommen.
Wir haben das Ukraine-Problem natürlich nach wie vor nicht gelöst. Wir haben hier den Zeugler im fernsten Osten mit seinen Atombomben, wo niemand weiß, wie man mit dem umgehen soll. Wir haben schwere Krisen in Südamerika. Man stellt fest, dass Afrika die Jugend davonläuft. Die will auf Europa, beschert Europa eine Masseneinwanderung, die man kaum bewältigen kann. Also, wir haben Problem über Problem und stellt dabei fest, dass man Wahlen gönnt mit Programmen, die eigentlich gar nichts aussagen. Man sagt, wir gehen en marche, oder? Aber wohin man da en marche geht, hat niemand eine Ahnung. Und auf der anderen Seite sagt man, wir haben eine Problembewältigerin an der Spitze, die soll jetzt einfach bleiben. Es gibt keine Alternative für die. Es ist also politisch ja auch eine höchst ungemütliche Situation. Ja, das ist richtig. Also die Welt hat natürlich immer Probleme gehabt, aber wir haben verschiedene Probleme, die da sind. Und vor allem die sich aufbauen zu einem grossen Problem. Die Ukraine ist nach meiner Meinung nicht ein grosses Problem. Krim ist auch nicht ein grosses Problem. Krim hat 400 Jahre zu Russland gehört und ist innerhalb von der Sowjetunion, von der Russischen Republik in die Ukraine verschoben worden, von einem ukrainischen Sowjetboss und so weiter. Also da muss man auch Verständnis haben, dass die Russen das zurückholen, insbesondere weil Sevastopol in der Krim der einzige Warmwasserhafen ist, wo Russland hat, und sonst wären im Prinzip die Weltmeer gesperrt im Winter, oder? Das muss man sehen. Aber ich glaube, die grössten Konflikte, die ich sehe für die Zukunft, die haben Sie jetzt eigentlich noch gar nicht erwähnt, die sehe ich eigentlich aus der wirtschaftlichen Situation heraus. Wenn die These stimmt, dass wir in der Weltwirtschaft auf viele Jahre raus nur noch sehr bescheidenes Wachstum haben, was ungenügend ist, um die Bürger zufriedenzustellen, denn nachher gibt das einen Kampf um Marktanteil unter den verschiedenen Volkswirtschaften gegeneinander. Und die beiden grossen Giganten sind natürlich USA und China. Und China ist die aufstrebende Handelsnation, wo die zweitgrößte Volkswirtschaft ist auf der Welt, aber in vielen Produktbereichen bereits die grösste Markt darstellt. Und Amerika ist der Hegemon, der bis jetzt eigentlich der Tätschmeister war und gesagt hat, wie die Welt ticken soll. Und jetzt ist das eine Herausforderung der Chinesen an die Amerikaner. Wir haben die Geschichte schon mal gehabt. Wir haben im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da war hier die Engländer und zum Teil noch die Franzosen, die die Hegemoniemacht sind und wirtschaftlich alles dominiert haben. Und dann sind neue Industrien gekommen, Chemieindustrie, dann ist Deutschland gekommen. Und Deutschland war eine Herausforderung und dann hat das Handelskonflikt gegeben und das hat Krach gegeben. Wir haben übrigens in selber Zeit auch eine grosse Globalisierung gehabt. Wir hatten grosse Migrationsbewegungen gehabt und wir hatten Terrorwellen gehabt. Und vieles aus dieser Zeit, also 1870 bis 1920, erinnert mich an die Zeit, wo wir heute drin sind. Und ich glaube, dass zwischen China und Amerika sich ein Konflikt aufbaut. Weil zuerst würde man versuchen, einander an den Märkten etwas abzugraben. Das macht man, indem man nicht offenen Protektionismus betreibt wie in den 30er Jahren, sondern dass man vielleicht die Standard für die Produkte so setzt, dass die eigene Industrie bevorteilt ist gegenüber den Fremden. Oder man fährt an Währungen manipulieren, dass man bevorteilt ist gegenüber anderen. Und das haben wir ja schon seit einigen Jahren, das läuft. Und der nächste Schritt ist, dass man Handelsschranken errichtet. Das wird demnächst kommen aus Amerika raus. Und das kommt natürlich aus der Globalisierung raus, weil aus dieser Globalisierung hat es Verlierer gegeben. Oder? Globalisierung ist an und für sich etwas Intelligenz, weil der etwas besser kann wie die anderen, stellt das Produkt her und tauscht das gegenüber anderen Produkten, die andere besser herstellen können. Und das ist ein Gewinn für die Welt. Das ist in der Theorie alles richtig, aber es gibt in diesem Prozess Verlierer. Und wenn Sie schauen, wie sich eine Einkommenentwicklung verteilt hat in den Industrieländern im Laufe der letzten 20, 25 Jahre, dann sehen Sie, dass der grosse Gewinner von dieser Globalisierung ist der neue Mittelstand in den Schwellenländern gewesen. Also China und zugewandte Orte. Die haben gross profitiert und die haben einen grossen Aufstieg genommen in den realen Einkommen, Kaufkraft bereinigt.
Und am anderen Ende vom Spektrum die sehr wohlhabenden Unternehmer, die als Unternehmer von dem haben können profitieren, die haben auch massiv profitiert. Und verloren haben eigentlich die durchschnittlichen Arbeitnehmer, also der Mittelstand in den Industrieländern. Die sind in der realen Kaufkraft, wenn man es richtig misst, sind die oben runtergekommen und haben Wohlstandseinbußen gehabt. Und die Folge von dem widerspiegelt sich dann in der Politik, dass natürlich politisch die Leute jemanden wählen, wo ihre Interessen vertritt und da etwas ändert. Und so ist der Brexit passiert, den ich erwartet habe. So ist der Trump gewählt worden, den ich erwartet habe, aus diesen wirtschaftlichen Entwicklungen heraus. Und das führt jetzt zu einem Konflikt zwischen China und USA. Das ist übrigens nicht ein Problem vom Herrn Trump. Man kann vom Herrn Trump charakterlich halten, was man will. Oder? Er ist vielleicht nicht der geeignete Mann für US-Präsident, aber er ist demokratisch gewählt worden. Und er ist gewählt worden, weil er genau versprochen hat, dass er dort etwas macht. Und die Wähler in Amerika wollen, dass er im Handelsbereich eingreift und wieder etwas für die eigene Nation macht und nicht für andere. Und der Nationalismus, der hier kommt, den sehen wir auch in Europa. Oder? Die EU hat immer gesagt, das ist ein Projekt gegen den Nationalismus und für Frieden. Es ist genau das Gegenteil. Oder? Wir haben mehr Nationalismus denn je. Selbst der Herr Macron, der sich als Europäer verkauft hat, ist eigentlich ein grosser Nationalist. Das sind die meisten Franzosen. Aber er ist das ausgeprägt, weil kürzlich, wo eine Schiffswerft, Chantier l'Atlantique in Frankreich, übernommen werden durch einen italienischen Schiffsbauer, hat er am letzten Tag der Übernahme die Schiffswerft verstaatlicht und hat gesagt, es bleibt französisch, fertig, oder? Dass französische Gesellschaften, Modegesellschaften, italienische Modefirmen kaufen, da sagt dann wieder niemand etwas. Also, das ist einfach eine nationalistische Tendenz, die aufkommt in diesem Konflikt. Und ich glaube, dass der Konflikt primär in Südostasien, China, im südostasiatischen Meer, dass das dort eigentlich heiß her und zugeht. Und der Nordkoreaner ist Marionette an der langen Leine von China. Und das ist für die Chinesen eigentlich sehr bequem, dass sie da einen haben, der ein bisschen verrückt spielt, bis zu einem gewissen Grad, wo sie sagen, jetzt ist fertig. Und der Amerikaner reizt. Und so können sie eigentlich mit dem Herrn Trump besser verfahren, weil da hat der Trump nur beschränkten Handlungsspielraum. Er kann nicht den Erstschlag machen, militärisch. Das ist undenkbar, wenn er das macht. Hat China gesagt, dann gehen sie auf die Seite der Nordkoreaner und dann haben wir den nächsten Weltkrieg. Nicht? Also muss der Trump das politisch lösen. Und wenn er das politisch löst, dann sagt der Chinese immer, also ich tue mich dem Nordkorea-Problem an, aber dafür wollte ich im Handelsbereich ein bisschen mehr Spielraum haben. Oder? Und das ist ein grosses Problem für die Amerikaner, wie sie mit dem umgehen wollen. Jetzt stehen aber die Amerikaner ja schon noch vor einem anderen Problem mit dem Trump. Ich meine, man redet von einer gespaltenen Nation. Ich meine, wenn man bei uns Zeitungen liest, dann nachher kommt niemand mehr auf die Idee, dass der demokratisch gewählt worden ist, sondern man redet davor, dass ein Verrückter ist an der Macht. Also, wenn Amerika dieser Herausforderung, die Sie jetzt geschildert haben, gegenübersteht, mit einem Präsident, der im eigenen Land auch immer wieder untergraben wird, von Gericht zurückgeholt wird, in Sicherheitsfragen und anderen Bereichen. Ich meine, die Handlungsfähigkeit von dem, was bis jetzt die Sicherheit der Welt garantiert hat man den Eindruck, ist dann also erheblich angeschlagen. Ja, das ist natürlich schon so. Das hat ein bisschen mit dem fehlgeleiteten Zeitgeist zu tun. Oder? Der Zeitgeist ist natürlich so, dass heute praktisch nur noch als politisch korrekt gilt, wer sozialdemokratisch oder linksorientiert ist, wer ökologisch ist und wer etatistisch denkt. Oder? Das ist politisch korrekt und alles, was in diesen Rahmen geht, ist politisch inkorrekt und wird angezweifelt und angepöbelt in der Presse. Und wenn Sie die amerikanischen Medien anschauen, von den eingeschriebenen Journalisten, sind 7% sind Republikaner. Von denen sind von Anfang an gut die Hälfte gegen den Trump gewesen. Und da steht er in einer medialen Übermacht gegenüber. Das ist unglaublich.
Leider ist der Herr Trump der schwierige und unappetitliche Charakter, den er ist. Wenn er das ein bisschen eloquenter würde machen, dann könnte er nämlich sehr viel mehr tun für das Anliegen von denen, die ihn gewählt haben. Und er ist, wie gesagt, demokratisch gewählt worden. Und nicht nur das. Er ist in der Ausmachung innerhalb von der Republikanischen Partei, und er ist ja eigentlich nicht ursprünglich ein Republikaner, hat er 15 Vertreter vom republikanischen Establishment in der eigenen Partei in der Ausmachung geschlagen, oder? Mit entsprechenden Argumenten. Also wenn irgendjemand den Trump als Präsident von USA anzweifelt, dann ist er fehlgeleitet. Aber der Trump hat natürlich eine Agenda, die nicht deren Agenda entspricht, wo eben links, ökologisch und etatistisch denkenden Medien und Politikern entspricht. Und er hat ein grosses Problem mit der eigenen Partei. Und die Partei, die hat jetzt nach meiner Meinung nach die Führung übernommen. Weil im Trump sein ideologische Hirn oder sein ideologischer Kompass ist der Bannon gewesen. Und der Bannon wird als Rechtsradikale dargestellt. Er hat vielleicht auch Sachen, die sehr rechts aussen sind. Aber in einer linksdriftenden Welt wäre es eigentlich gut, wenn man mal von einem Rechten würde gewisse Ideen übernehmen, um die ganze Korrektur von den letzten 25 oder 30 Jahren einmal anzubringen. Und das hat er jetzt verloren. Und jetzt hat das republikanische Establishment übernommen. Also die Wirtschaftspolitik wird jetzt vom Treasurer, vom Mnuchin und vom Cohn, dem Economic Advisor, Wirtschaftsberater, wird jetzt gemacht. Und die Notenbank ist sowieso schon lange auf der sehr lockeren Linie. Von dort her kann man davon ausgehen, dass der Herr Trump im eigenen Land eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat. In der Außenpolitik hat er mehr Handlungsspielraum. Das ist grundsätzlich so in der amerikanischen Verfassung. Und von dort her wird es interessant sein, wenn er sich jetzt verhalten gegenüber den Chinesen. Das ist eigentlich der grosse Prüfstein. Die Sanktionen, die Amerika kürzlich gegen Russland verhängt hat, die kommen nicht vom Herrn Trump. Das hätte Trump nicht wollen, weil der Trump hat die Idee gehabt, dass man mit den Russen reden muss, dass wenn man da und dort mit den Russen in der Welt kooperieren würde, dass man dann bessere Lösungen anbringt, zum Beispiel Frieden in Syrien und so weiter. Und da hat er absolut recht. Auch wenn der Herr Putin ein diktatorischer Politiker ist. Aber er ist ein Politiker für das Volk, das ihn gewählt hat. Und die Sanktionen sind eigentlich nicht gegen Russland, sondern die sind gegen Deutschland und Europa gerichtet, oder? Ja, jetzt haben Sie die Situation von China und die Bedeutung von China breit geschildert, jetzt die USA und jetzt kommen mal noch die Europäer am Schluss noch dran. Wo steht also Europa, wo steht die EU, wo stehen auch die Gegensätze in der EU, wo man jetzt zwar auch natürlich abspielt im jetzigen Moment. Wo stehen die in dieser Auseinandersetzung? Also um das noch fertig zu machen, die Sanktionen gegen Russland sind Sanktionen gegen Europa. Weil was da damit will verhindert werden, ist, dass es direkte Pipeline mit Erdgas gibt von Russland durch die Ostsee durch nach Deutschland. Das will Amerika verhindern, weil sie haben selber Erdgas verkaufen und sie wollen, dass die Europäer von ihnen Flüssiggas einkaufen. Und das ist der Hintergrund. Es ist also nicht irgendetwas Geopolitisches, sondern es sind wirtschaftliche Gründe. Europa hätte eigentlich in diesem Machtkampf zwischen diesen beiden Giganten eine sehr gute Rolle, dass man vermittelnd tätig sein und wirtschaftlich profitieren. Aber für das braucht es eine saubere Ordnung und einen Kompass, der eingestellt ist, wo man genau weiss, wo man durch will. Und das fehlt natürlich Europa. Europa ist in Unordnung, sozusagen. Die sind durcheinander mit der unglücklichen Konstruktion von der EU, die vor allem durch die Einführung des Euro forciert worden ist. Oder sie haben damit eigentlich eine Spaltung von Europa bewirkt. Oder? Der Euro ist als Friedensprojekt und vereinigend und wirtschaftlich positiv dargestellt worden. Und tatsächlich ist es genau das Gegenteil von dem, was ich am ersten Tag vom Projekt gesagt habe. Jeder, der ein bisschen wirtschaftlichen Sachverstand hat, hat das sehen. Der Maastricht-Vertrag von der Währungsunion ist jetzt über 100 Mal gebrochen worden.
Also die würden mit allen Tricks, legal wie illegal, wird da geschafft, um das zusammenzuhalten, weil sie glauben, es braucht das Vereinigte Europa als Monolith. Und die Idee ist eigentlich die Vereinigten Staaten von Europa. Und die Völker, die einfachen Bürger, die wollen das nicht. Die wollen ihren Nationalstaat. Die wollen ihren Nationalstaat. Und damit ist eine grosse Trennung eintreten zwischen der regierenden Elite und auch Wirtschaftselite zum Teil auch, wo der Euro eben sehr gerne hat, weil das es Geschäfte für sie vereinfacht, und dem Volk. Da ist ein grosser Graben und der Graben wird immer größer. Und der Euro treibt einen Spalt zwischen die Habenden und die Nichthabenden, oder? Also die schwachen, wettbewerbsschwachen Volkswirtschaften kommen immer mehr in eine schlechtere Situation. Das sieht man gut an Italien. Das Italien ist politisch nicht reformierbar, ist vielleicht auch nicht regierbar, aber die haben sich immer durchwursteln mit Währungsabwertungen und so weiter. Und der Italiener, der daheim geblieben ist, der hat Arbeit gehabt und ist zufrieden gewesen, konnte sein Chianti trinken und so weiter. Das ist heute nicht mehr so, oder? Heute gleitet Italien immer mehr in einen Zustand von wirtschaftlicher Depression, wo die jungen Leute keine Zukunft mehr haben, wo sie auswandern müssen und wo es eine Entvölkerung gibt. Ja, und was noch dazu das Haupteinwanderungsproblem, das Europa hat, müssen bewältigen. Das auch noch, und dort würden sie auch allein gelassen. Also Europa ist einfach führungslos. Oder? Die stärkste Politikerin in Europa, Kraft ihres Amtes als Bundeskanzler, ist Frau Merkel. Aber wenn Sie Frau Merkel anschauen, für was steht Frau Merkel? Sie steht nur noch für die Verteidigung von ihrem Sitz. Sie hat ein Programm der Sozialdemokraten und das von den Grünen ins CDU-Programm verwurstet. Und wenn Sie einen alten CDUler nehmen, vor 30 Jahren, der irgendwo eingefroren gewesen wäre und jetzt wieder käme, der würde seine Partei nicht mehr erkennen, weil da ist nichts mehr von konservativem und freiheitlichem Grundgedanken drin. Wenn wir jetzt in Deutschland, das bewegt einem schon und ist hochinteressant, wenn man den Wahlkampf verfolgt hat, wo zwei, also eine Kandidatin und ein Kandidat, die haben ja beide das Gleiche vertreten. Sie sind zwar nicht in der gleichen Partei, aber sie haben das Gleiche vertreten. Das war gar kein Gegensatz gewesen. Alle Medien haben gesagt, die Frau Merkel ist alternativlos. Es ist selbstverständlich, dass sie wieder gewählt wird. Aber auf der Straße hat sie müssen zum Teil Angriff über sich ergehen lassen. Die Frau als die Erfolgreiche, die das Problem in Europa in der Hand hat, dargestellt worden ist, die ist in einem Ausmaß angepöbelt und angekrempelt worden, verbal. Das ist ein völliger Widerspruch zu der sogenannten Alternativlosigkeit. Ich meine, was braut sich da zusammen? Ja, also es wird natürlich so sein, dass sie keine echte Alternative haben. Oder? Die einzige Alternative, die noch ein gewisses konservatives Denken hat und ein bisschen marktwirtschaftliches Denken hat, das ist eigentlich die FDP. Die FDP hat sich halt das letzte Mal unglaubwürdig gemacht, weil sie sich untreu geworden ist von den Grundsätzen, nur um an der Macht zu bleiben. Oder? Und die kommen jetzt wieder, die werden vielleicht etwa 10% machen. Die Parteien, die etablierten Volksparteien, also CDU, CSU, SPD und die Grünen, die werden deutliche Einbußen haben bei diesen Wahlen. Die werden deutliche Einbußen haben. Und dafür würden die Randparteien, also die Linke auf der linken Seite und die AfD auf der rechten Seite, die würden entsprechend mehr Zuspruch haben. Und die Folge wird sein, wie immer die Koalition nachher aussieht. Ob das nochmal eine grosse Koalition gibt, was die SP sagt, sie will es nicht. Oder ob es eine CDU, FDP, grüne Koalition gibt, also Jamaika-Farbe, wie es so schön sagen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es wird so oder so eine sehr schwache Regierung sein, die keinen klaren Kurs fahren kann und schon gar nicht Reformen anpacken, die eigentlich nötig sind. Und das ist eigentlich das Problem in allen europäischen Ländern. Wir können nicht mehr die Reformen machen und die notwendigen Schritte, die nötig sind. Hat aber vielleicht auch ein bisschen mit dem Volk zu tun, das einfach verwöhnt war lange Zeit und meint, sich ihnen nur in Besitzstand wahrig machen. Oder? Das sehen wir ja bei der AHV-Abstimmung
in der Schweiz auch, oder? Und von dort her bin ich, oder befürchte ich eigentlich, ein Abgleiten von Europa in politische Zustände von der Weimarer Republik, wo wir überall eine Zerbröselung haben von den Verhältnissen in den Parlament und am Schluss keine echten Entscheidungen mehr fällen können, die notwendig sind. Und dann gleiten wir einfach dorthin. Und anstatt dass wir das Schicksal in die eigene Hand nehmen, wären wir einfach Getriebene von dem, was der in Amerika und der in China macht. So ein bisschen überspitzt gesagt. Und wo steht denn da die Schweiz? Ja, wir sind natürlich wirtschaftlich primär in Europa eingebunden. Natürlich sind wir weltoffen und machen sehr viel Handel mit allen Regionen in der Welt. Wir können unserer geografischen Lage nicht entfliehen, die ist gegeben. Aber wir tun gut daran, wenn wir unsere Eigenständigkeit, unsere Neutralität, bewaffnete Neutralität, hochhalten, pflegen, dass wir den Bildungsstandard, den wir haben, nicht verwässern, weil da passiert sehr vieles. Da gibt es Schulklassen, wo es fast keine Schweizer mehr drin haben und wo durch sprachliche Probleme ihren Stoff nicht mehr bewältigen in der richtigen Zeit. Dass wir den Bildungsstandard hochhalten und pflegen und weiter hochtreiben, dann sind wir gewappnet für die Zukunft, die sehr unruhig wird sein. Das gibt hohe Wellen, das wird sehr unruhig sein. Als Land wollen wir das meistern, um da durchzukommen. Wir haben einen grossen Vorteil mit der direkten Demokratie, dass man ganz grobe Fehler, wie das andere Staaten machen, da korrigieren kann. Aber man kann natürlich nicht alles korrigieren, weil die Politik hat auch eine gewisse Eigendynamik, die nicht immer vom Volk korrigiert werden kann. Kommen wir nicht auch mit der Demokratie zunehmende Probleme über? Die Elite, wie Sie sie vorher geschildert haben, die in Deutschland an der Macht ist, die die EU bestimmt, die natürlich auch in der Schweiz ein gewichtiges Wort hat, die, hat man den Eindruck, wird mit verschiedenen demokratischen Grundsätzen und Traditionen eher aufräumen und eher eine Politik machen, die eben von der Elite bestimmt wird und nicht vom Volk. Wie stehen wir denn da? Ja, das ist natürlich auch so. Also gerade das Beispiel, das wir vorher mit Deutschland hatten, das Zerbröseln in immer mehr Parteien, wo es keine klare Macht mehr gibt, die Reform durchführen kann. Das ist natürlich dann schlussendlich eine Scheindemokratie, wo alle Mittel der Demokratie da sind, aber die Demokratie an sich nicht mehr funktioniert, oder? Und dem sage ich dann eine Scheindemokratie. Und in den meisten Staaten haben wir so eine Scheindemokratie. Da sind wir bevorzugt, weil wir die direkte Demokratie haben und wir können sehr viel öfters und sehr viel mehr einschreiten, wenn sich unsere Elite entfernen von dem, was eigentlich das Volk will. Das ist ein grosser Vorteil. Aber es ist eine gefährliche Situation, weil der Graben zwischen der Elite und dem übrigen Volk, der wird natürlich immer grösser, übrigens auch wirtschaftlich, weil die Wirtschaftspolitik, die heute ja primär nur noch an den Notenbanken hängt, weil die Regierungen keine echte Wirtschaftspolitik mehr machen, die nötigen Reformschritte nicht machen, ist eigentlich eine Politik, die den Vermögenswert inflationiert und nach oben treibt und die haben nachher mehr oder es ist mehr wert und die nicht haben, die müssen vom Einkommen leben, das sie als Arbeitnehmer verdienen, die werden zurückgelassen. Und das gibt eine Trennung in der gesellschaftlichen Struktur und das ist natürlich Gift für jede Demokratie und für jede Volkswirtschaft allalong. Also besorgniserregende Aussichten. Wir haben, das müssten wir zur Abrundung von der politischen Situation schon noch nachholen, Russland schon kurz gestreift. Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass man Russland nicht unbedingt am Ukraine-Konflikt oder an den Zuständen in der Ukraine messen, sondern dass man es als eigenständige Macht und zweifellos als eine Macht, die etwas zu sagen hat auf der Welt und etwas will sagen in der Welt, beurteilen. Ich meine, das Verhältnis Russland und Westeuropa, wie
Wie sehen Sie das oder wie sehen Sie überhaupt die Position von Russland in der nächsten Zeit? Also historisch ist ja so, dass Russland eigentlich nie den Westen angegriffen hat, aber der Westen verschiedentlich Russland angegriffen hat. Und dass das in der russischen See verankert ist. In der russischen See tief verankert. Und wir haben natürlich aus der bipolaren Welt von der Nachkriegszeit haben wir den bösen Russ bei uns in der DNA rein. Das meinen alle, aber das ist natürlich nicht so. Erstens ist Russland wirtschaftlich nicht sehr stark. Wirtschaftlich schwach und wird aufgrund von der Demografie, also deutlich abnehmende Bevölkerung, wird Russland schwächer werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Militärisch ist Russland heute noch stark und wird auch noch einige Zeit stark bleiben. Wir haben einen Fehler gemacht vom Westen aus, das ist die EU und die NATO dass sie nach dem Fall der Mauer die EU und vor allem NATO-Stützpunkt mit Raketen immer näher an die russischen Grenzen angeschoben haben. Und wenn wir jetzt uns in die russische Situation versetzen, dann muss man sehen, dass die sich bedroht fühlen und das müssen wir sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das muss man verstehen, das darf man den Russen nicht anlassen. Das ist etwas, wenn man mit Russen redet, enorm präsent ist. Immer wieder wird einem das gesagt, und zwar nicht von führenden Politikern, sondern das ist dass sie vom Hitler angegriffen worden sind, dass sie vom Napoleon bis auf Moskau angegriffen worden ist, etwas, das dort drin ist und immer wieder kommt. Jetzt aber noch zurück wieder mehr zum Wirtschaftlichen oder zum Finanzpolitischen. Brüssel und die europäische Regierung tun das so, als wäre ein Problem behoben. Ein Zeichen, dass da nicht alles zum Guten steht, ist ja, dass man die Zinsnullung und die Negativzins weiterhin hat. Also mit anderen Worten, wer spart, wer solid ist, muss etwas lassen von seinem Vermögen. Das kann doch, also ich meine, auf die Länge raus kann so eine positive Entwicklung nicht stattfinden. Wie ist das einzuschätzen, dass das nach wie vor dominiert? Also die Notenbanken haben natürlich gemeint, wenn sie mit den Zinsen auf Null runtergehen und gross Geld ins System pumpen, dann wird sich die Konjunktur erholen und vor allem wird die Inflation steigen. Und damit könnten sie ein Schuldenproblem über eine Inflationierung reduzieren. Und es zeigt sich, dass das nicht aufgeht, weil wir würden die Inflation nicht überkommen. Da können sie noch so viel Geld pumpen, weil ich wie in der Demografie gesagt habe, wir würden bescheidenes Wirtschaftswachstum haben. Und wir haben in den letzten 10 Jahren eine dramatische Ausweitung der Kapazitäten in der verarbeitenden Industrie gehabt, aber eben nicht in den Industrieländern, sondern in den Schwellenländern. Und die ist heute so groß, dass wir in praktisch jeder Branche haben wir Überkapazitäten. Und von dort her ist es gar nicht möglich, dass wir grosse Inflation bekommen. Also die Inflation wird niedrig bleiben. Sie steigt vielleicht ein bisschen an in den nächsten Monaten, aber die kommt nachher wieder oben runter. Also die Nullzinspolitik und der Negativzins ist eigentlich eine Umverteilung. Es straft den Sparer, was für eine Volkswirtschaft eine Katastrophe ist. Und es bevorzugt eigentlich den Glücksritter, der mit hohem finanziellem Hebel sich engagiert als Spekulant, sei es bei Immobilien oder anderen Sachwerten, wo er sich mit billigstem Geld eindeckt. Und das macht wieder eine Vermögensverschiebung zu Lasten vom einfachen Mann und vom Sparer und zugunsten von denen, die schon haben, was eigentlich wiederum politisch wie wirtschaftlich ein absoluter Verhältnisblödsinn ist. Letzter Fragekreis. Der Brexit hat stattgefunden. Ist der Brexit eine Chance für Europa? Ist der Brexit auch eine Chance für die Schweiz? Oder wird nichts rechts daraus? Ich meine, immerhin ist England hat eine Tradition als eigenständiges Land, also man kann etwas erwarten. Wie sehen Sie da die Zukunft? Also der Brexit könnte einen heilenden Prozess auslösen. Oder? Es braucht aber die Einsicht auf Seite der EU, dass sie in der Personenfreizügigkeit wirklich etwas drin haben, in ihren Grundsatzregeln, die sich einfach nicht halten lassen. Weil wenn sie das weiterhin machen, dann trennen sie Europa und sie können es nicht verbinden. Weil da würden
automatisch durch Einkommens- und Wohlstandsgefälle in der EU, wo beträchtlich ist, würden mit Freizügigkeit, totaler Freizügigkeit, Migrationsbewegungen laufen. Und die laufen. Und die Migrationsbewegungen würden irgendwo dort, wo es dann zu viel wird, ein Abwehrdispositiv bringen. Und da fördert man den Nationalismus. Also die Frage ist, wird die EU so weitsichtig und einsichtig sein, dass sie mal aufhören und sagen, gut, wir müssen das korrigieren, wir müssen Ventil schaffen und so weiter. Das wäre eigentlich für Europa sehr gut, wenn die Einsicht käme. Wenn die Einsicht nicht kommt, dann gibt es Brüche. Dann gibt es Brüche innerhalb der EU. Es würden sich vielleicht gewisse Länder verabschieden. Es würden vielleicht gewisse Länder sogar zum Euro ausgehen. Dann gibt es Brüche. Also das ist ein langsamer Prozess und Sie wissen, wie das ist. Wenn irgendwo ein Bach den Berg abkommt und man staut, dann geht das sehr lang und ist Ruhe, bis es kracht und bricht. Und dann würden wir solche Brüche haben. Und dann haben wir aber einen Anpassungsprozess ungeordnet. Gescheiter wäre, man würde so gescheit sein und das geordnet machen, also politisch geführt. Aber die Einsicht fehlt heute in Brüssel komplett. Man hat natürlich eine enorm privilegierte Schicht, die jetzt am Steuerruder ist. Das sind die bestbezahlten Funktionäre in ganz Europa, die eigentlich das System in der Hand haben. Und von denen zu verlangen, in den Hintergrund zu retten, ist ja wahrscheinlich doch sehr schwierig. Sie können ja immer noch dort sein, Sie können ja immer noch privilegiert sein. Sie müssten nur einsichtig sein, dass das Projekt, das sie mal machen wollten, dass es aus diesen verschiedenen Nationalstaaten, die über Hunderte von Jahren harmonisch gewachsen sind, auch mit viel Blutvergießen, dass sie da einen Einheitsbrei machen können mit einer Zentralregierung, dass das nicht funktioniert. Und da ist nur zu hoffen, dass eine nachwachsende Generation von Politikern da weitsichtiger ist und entsprechend noch, bevor es dann klopft, die Weichen anders stellt. Sonst wird es unangenehm. Danke vielmals, Herr Zulauf, für das sicher interessante Gespräch mit vielen neuen Aspekten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben natürlich gemerkt, dass wir das Gespräch aufgezeichnet haben vor den Wahlen in Deutschland und Sie hören es jetzt nach den Wahlen. Sie können also am Wahlergebnis auch beurteilen, ob die Ansichten, die wir da diskutiert haben, ob die eine Bedeutung haben, ob die Situation richtig einschätzen und ernst zu nehmen sind. Ich bin überzeugt, dass der Gehalt von diesen Ausführungen Sie beeindruckt hat und zu mancher weiteren Diskussion anregt. Ich möchte Ihnen, Herr Zulauf, bestens danken, dass wir da in Ihrem Büro können die Sendung aufnehmen. Ich danke im Aufnahmeteam und ich danke vor allem Ihnen, geschätztes Publikum, für Ihr Interesse. Die zweite Ausstrahlung von dieser Sendung auf Schweiz 5 ist am 1. Oktober vom 3 bis am 4 und ab Montag, 2. Oktober können Sie die Sendung auch auf www.schweizerzeit.ch herunterladen. Die nächste Sendung findet statt am 27. Oktober 2017. Ein Freitag ist das, wieder am 9. auf Schweiz 5. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Abend bei angeregten weiteren Diskussionen. Auf Wiedersehen miteinander.